Du kennst bestimmt schon das Verb gehen. Aber was bedeutet eigentlich jemanden übergehen? Sich an jemanden vergehen oder gegen ein Gerichtsurteil angehen? In diesem Video stelle ich dir 10 Verben mit Präfixen zu dem Verb gehen vor. Damit du deinen Wortschatz so richtig verbessern kannst, bekommst du von mir natürlich immer viele Beispiele, kleine Dialoge und auch ein paar umgangssprachliche Ausdrücke. Los geht's! Bestimmt hast du das Verb angehen schon mal gehört oder selber verwendet, wenn du beispielsweise ein Gerät anschalten möchtest. Hier beschreibt das Verb also unter anderem, dass etwas anfängt zu leuchten, beispielsweise der Bildschirm vom Laptop. Für das Verb angehen gibt es jedoch noch diverse weitere Bedeutungen, wovon ich dir nun einige erkläre. Am Ende bekommst du dann noch einen typischen umgangssprachlichen Ausdruck. Also bleib dran. Eben hatten wir das Verb angehen bereits für den Laptop verwendet. Wir können das Verb angehen in dem Sinne von etwas starten, jedoch auch in einem etwas abstrakteren Kontext verwenden. Stell dir folgende Situation vor. Montagmorgen, du bist gerade im Büro angekommen und liest folgende E-Mail von deinem Chef. Sehr geehrte Frau Müller, wir müssen dringend das neue Projekt angehen. Und dein Kollege weist dich auf Folgendes hin. Wir müssen die bestehenden Konflikte im Team dringend angehen. In diesen beiden Beispielen wird das Verb angehen also eher in dem Sinne von etwas in Angriff nehmen oder etwas bewältigen benutzt. Etwas angehen kann aber auch bedeuten, dass man etwas bekämpft. Dies wird vor allem im formellen Kontext verwendet. Beispielsweise schreibt die deutsche Bundesregierung in folgender Pressemitteilung: Gefahren durch den Klimawandel strukturiert angehen. Hier wird also darauf hingewiesen, dass die gravierenden Folgen des Klimawandels auf die Natur und uns als Menschheit allgemein systematisch bekämpft werden sollen. Bleiben wir bei dem Thema Pflanzen, aber Achtung, es wird ein bisschen umgangssprachlicher. Wir benutzen das Verb angehen, nämlich auch für Pflanzen, wenn sie Wurzeln schlagen. Vor einiger Zeit habe ich versucht, meine Zimmerpflanze mit so kleinen Stecklingen zu vermehren. Die meisten Stecklinge sind leider nicht angegangen und haben keine Wurzeln geschlagen. Außer diese eine Pflanze, die jetzt schon super groß geworden ist. Okay, genug zu den Pflanzen. Gerade bei Muttersprachlern ein sehr beliebter Ausdruck ist: Das geht dich nichts an. Hiermit kannst du verdeutlichen, dass du der Meinung bist, dass eine bestimmte Information oder ein Sachverhalt jemand anderen nicht zu interessieren hat. Aber wann kann man diesen Ausdruck eigentlich verwenden und wann ist das eher unpassend? Vielleicht kennst du schon meinen Instagram-Account. Dort teile ich regelmäßig kleine Videos zum Deutschlernen und ich zeige euch ein bisschen etwas von meinem Alltag als Deutschlehrerin und TELC-Prüferin. Ich versuche bei meinen Antworten immer sehr sachlich und freundlich zu bleiben. Aber wenn jemand eine wirklich unangebrachte Nachricht schreibt, dann könnte ich antworten: Das geht dich nichts an. Besonders häufig benutzen wir diesen Ausdruck aber eher mit Personen, die wir bereits kennen, mit Freunden oder einfach, wenn es sich um sehr informelle Kontexte handelt. Aber Obacht! Wenn dein Chef dich vielleicht nach Informationen fragt, die du nicht rausrücken möchtest, dann würde ich eher andere Alternativen wählen. Beispielsweise: Darüber möchte ich nicht sprechen oder das ist privat. Natürlich kann man diesen Ausdruck nicht nur für andere Personen nutzen. In meinen Online-Deutschkursen, die ich aktuell komplett live in kleinen Gruppen unterrichte, informiere ich meine Schüler beispielsweise immer: Wenn ihr krank seid oder aus anderen Gründen nicht an dem Unterricht teilnehmen könnt, dann sagt mir bitte kurz Bescheid. Der genaue Grund für euer Fehlen geht mich jedoch nichts an. Ich bin mir sicher, dass du folgende Situation kennst. Du hast einen Arzttermin und sitzt im Wartezimmer und die Zeit scheint einfach nicht zu vergehen. Vergehen.
Ein weiteres Verb. In dieser Situation im Wartezimmer beschreibt das Verb vergehen, dass die Zeit nicht verstreicht, also nicht vorbeigeht und man vielleicht selbst sehr große Langeweile empfindet. Ganz anders ist es jedoch, wenn wir im Urlaub sind. Hier vergeht die Zeit oft super, super schnell. Hier wird auch folgende Redewendung verwendet. Die Zeit vergeht wie im Flug. Je nachdem, ob wir die Situation also genießen oder ob es eher ein bisschen eine nervige Situation ist, beispielsweise wenn wir auf etwas warten, ändert sich unser Zeitempfinden. Naja, nicht alle haben so viel Glück in ihrem Urlaub und können die Zeit so richtig genießen. Die Tageszeitung Der Westen schreibt: Urlaub an der Nordsee, heftige Szenen auf Sylt. Da vergeht einigen der Appetit. Hier verdeutlicht das Verb vergehen also, dass sich etwas auflöst. Das Verb vergehen wird jedoch auch verwendet, wenn man straffällig wird. Beispielsweise kann man sich an fremdem Eigentum vergehen, wenn man zum Beispiel Gegenstände oder Besitztümer von anderen Menschen beschädigt. Die folgende Pressemitteilung der Polizei in NRW zeigt nochmal eine andere Situation, wo auch im Kontext einer Straftat das Verb vergehen verwendet wird. Unbekannter vergeht sich an 27-Jähriger. Polizei sucht Zeugen. Wenn wir über Straftaten sprechen, nutzen wir häufig auch ein anderes Verb, und zwar begehen. Ganz allgemein kann man also sagen, eine Straftat begehen. Doch nicht nur für Straftaten benutzen wir das Verb begehen, sondern auch allgemein, wenn wir einen Fehler machen. Anstatt also zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, kannst du auch sagen, ich habe einen Fehler begangen. Dies nutzen wir vor allem in formelleren Kontexten. Beispielsweise Klimaanlage bei Hitze richtig nutzen. Autofahrer begehen häufig Fehler. Also in diesem Beispiel geht es darum, dass jemand etwas falsch macht. Begehen kann jedoch auch betreten bedeuten. Vielleicht hast du dieses Schild schon mal in Deutschland gesehen. Das bedeutet, dass wenn du diesen Weg betrittst, also in der Regel, wenn du dort zum Beispiel zu Fuß drauf läufst, dass es dann dein eigenes Risiko ist, wenn du beispielsweise hinfällst oder ausrutschst, weil der Weg sehr glatt und zugefroren ist. Wenn du in Deutschland wohnst, hast du das Verb begehen vielleicht auch schon mal in deinem Mietvertrag gefunden. Das ist eine ganz wichtige Regel, weil das bedeutet, dass dein Vermieter nicht einfach in deine Wohnung kommen darf. Beispielsweise, wenn etwas repariert werden muss, wofür dein Vermieter verantwortlich ist. Wir kommen zu dem letzten Anwendungsbeispiel. Schau dir einmal folgende Nachrichtenanzeige an. Muslime begehen islamisches Neujahr 1445. Hier drückt das Verb begehen aus, dass wir etwas feiern. Das nutzen wir vor allen Dingen im formelleren Kontext und teilweise auch für religiöse Feiern. Ein Unternehmen könnte seinen Mitarbeitern aber auch folgende E-Mail senden. Liebes Team, wir möchten mit Ihnen das 10-jährige Bestehen unseres Unternehmens begehen. Hast du noch Energie? Ich freue mich, dass du noch dabei bist. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Verb, aufgehen. Ich denke, folgende Bedeutung ist allen bekannt. Dieses Glas möchte einfach nicht aufgehen. Ich kann das Glas also nicht öffnen. Aufgehen benutzen wir aber nicht nur, wenn wir selber etwas öffnen möchten, sondern auch, wenn etwas von selbst aufgeht. Beispielsweise, ich habe mich letzte Woche geschnitten und leider geht die Wunde immer wieder auf. Hier ist es also etwas, was sozusagen von selbst passiert. Wenn du gerne etwas backst, dann hast du bestimmt schon mal das Verb aufgehen in einem Rezept
gesehen. Der Teig sollte deutlich aufgehen und sich idealerweise in seiner Größe verdoppeln. Also, gerade bei Hefeteig beschreibt das Verb aufgehen, also diesen Prozess, dass der Teig immer und immer größer wird. Diese Bedeutung von aufgehen in Form von wachsen können wir jedoch auch auf Pflanzen beziehen. Vielleicht hast du auch schon mal versucht, Pflanzen auf dem Balkon zu ziehen. Du hast viele Samen verteilt, dich eigentlich super um alle Pflanzen gekümmert, aber am Ende sind nur sehr wenige Samen aufgegangen. Das Gleiche kannst du aber auch sagen, wenn du beispielsweise einen Blumenstrauß kaufst, der noch viele Knospen hat. Also ein Blumenstrauß, wo sich viele Blüten noch nicht geöffnet haben. Unsere Hoffnung ist dabei natürlich, dass die Knospen noch aufgehen werden, also dass sie in Zukunft noch blühen. In der Mathematik nutzen wir das Verb aufgehen, wenn wir beschreiben möchten, dass man etwas ohne Rest teilen kann oder dass eine Rechnung auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Beispielsweise 4 geteilt durch 2 ist 2. Das geht also ohne Rest auf. Ach ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass man aufgehen auch verwendet, wenn man den Start des Tages beschreibt, also den Sonnenaufgang. Draufgehen. Heute Abend besuchen mich Freunde und ich bin mir sicher, dass mein ganzer Schokoladenvorrat draufgehen wird. Hier beschreibt das Verb draufgehen, dass etwas komplett aufgebraucht wird. Beim letzten Abend mit der gleichen Freundesgruppe ist nicht nur der Schokoladenvorrat draufgegangen, sondern leider ist auch eine Tasse draufgegangen, weil sie einer Freundin heruntergefallen ist. Draufgehen beschreibt hier also, dass etwas kaputt gegangen ist. Dies wird vor allem im umgangssprachlichen Kontext verwendet. Genau diese Freundin, der auch die Tasse kaputt gegangen ist, macht Fußballspielen unglaublich viel Spaß. Aber sie sagt von sich selbst, dass sie einfach super tollpatschig ist. Beim Fußball fällt sie also regelmäßig hin und ruft daher oft, ich werde hier noch draufgehen. Das ist ein sehr umgangssprachlicher Ausdruck. Das ist hier natürlich total übertrieben und einfach ein bisschen als Spaß gemeint. Das waren 5 Verben mit Präfixen zu dem Verb gehen. Ich hoffe, dass du einiges Neues gelernt hast. Vielleicht kennst du ja bereits andere Verben mit Präfixen für das Verb gehen. Dann schreib gerne einen Kommentar. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder für ein neues Video. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft noch intensiver an deinem Deutsch arbeiten kannst. Ihr Lieben, das war es von mir. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.